Der Name Robert Steinhäuser ist untrennbar mit einem der schwersten Gewaltverbrechen in der deutschen Schulgeschichte verbunden. Doch um zu begreifen, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte, müssen wir einen Blick auf seinen schulischen und persönlichen Werdegang werfen. Steinhäuser war kein klassischer Außenseiter. Er war Schüler, eingebettet in ein System, das auf Leistung, Anpassung und Bewertung setzt. Dennoch verlief sein schulischer Weg alles andere als erfolgreich. Wiederholte Leistungsprobleme, Konflikte mit Lehrkräften und Mitschülern sowie eine wachsende Unzufriedenheit prägten seinen Alltag. Der entscheidende Einschnitt kam mit dem Ausschluss vom Gutenberg-Gymnasium. Nach außen hin war dies eine formale Maßnahme. Doch innerlich bedeutete es für Steinhäuser einen tiefen Identitätsbruch. Die Schule ist für Jugendliche mehr als ein Ort des Lernens. Sie ist sozialer Treffpunkt, Statussymbol und Versprechen auf die Zukunft. Wird dieser Raum abrupt entzogen, entsteht ein Gefühl der Entwertung. Für Steinhäuser bedeutete der Schulverweis nicht nur das Ende seiner Schullaufbahn, sondern auch das Wegbrechen von Perspektiven, Anerkennung und Zugehörigkeit. Das Scheitern wurde zum persönlichen Makel, der ihn zunehmend isolierte. Der gesellschaftliche Kontext, in dem Steinhäuser lebte, spielte eine entscheidende Rolle. Nach seinem Schulverweis verlor er nicht nur den strukturierten Alltag, sondern auch den Anschluss an seine Altersgruppe. Während Gleichaltrige ihren Weg fortsetzten, blieb er zurück. Dieses Zurückbleiben, dieses Gefühl des Abgehängtseins verstärkte seine innere Isolation. Isolation ist selten laut und fällt oft nicht sofort auf. Doch gerade in der Stille wächst die Gefahr. Ohne Abschluss, ohne Perspektive und ohne geregelte Tagesstruktur verschwand Steinhäuser zunehmend aus dem Blickfeld seiner Umwelt. Gespräche und Hilfsangebote blieben aus. In solchen Situationen kann sich Frustration in Wut verwandeln. Zunächst gegen sich selbst, später gegen andere. Die Erfahrung von Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit wurde für Steinhäuser zum Nährboden für tiefe Verzweiflung. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig es ist, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen. Denn gesellschaftliche Teilhabe und soziale Bindungen sind entscheidende Faktoren, um individuelle Krisen zu bewältigen. Am 26. April 2002 verwandelte sich das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt von einem alltäglichen Lernort in den Schauplatz einer nationalen Tragödie. Die Öffentlichkeit wurde von der Tat völlig unvorbereitet getroffen. Schulen galten bis dahin als sichere Orte. Doch innerhalb weniger Minuten wurde dieses Grundvertrauen erschüttert. Steinhäuser kehrte an seine ehemalige Schule zurück, bewaffnet, entschlossen und voller Ablehnung gegenüber jenem System, das er als Ursache seines Scheiterns empfand. Die Tat war keine spontane Gewalttat, sondern eine gezielte Eskalation. Lehrkräfte wurden in seiner Wahrnehmung zu Symbolfiguren des Systems, das über Erfolg und Misserfolg entscheidet. In diesem Moment wurden sie zu Projektionsflächen für sein eigenes Scheitern. Die Symbolik der Tat war besonders erschütternd. Die Schule als Ort der Bewertung, die Lehrkräfte als Vertreter eines Systems, das ihn ausgeschlossen hatte. Steinhäuser tötete 16 Menschen, darunter Lehrkräfte, Schüler und einen Polizisten, bevor er sich selbst das Leben nahm. Die Tat hinterließ tiefe Wunden, nicht nur bei den Angehörigen der Opfer, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ein zentraler Punkt in der späteren Aufarbeitung des Falls war die Frage nach den Waffen. Steinhäuser war Mitglied in einem Schützenverein. Über diese Mitgliedschaft hatte er legalen Zugang zu Schusswaffen, wie es nach damaliger Rechtslage möglich war. Die Waffen, die er am Tattag bei sich führte, stammten aus dem Besitz seines Vaters, der ebenfalls Sportschütze war. Es handelte sich um kurze Schusswaffen, wie sie im sportlichen Schießen zugelassen sind, um eine Pistole Glock 17 und eine Vorderschaft-Repetierflinte Mossberg 590, auch Pumpgun genannt. Keine militärischen Waffen, sondern Waffen, die im zivilen Bereich erlaubt waren. Dieser Umstand war für viele Menschen schwer zu begreifen, da er dem verbreiteten Bild widersprach, dass schwere Gewaltverbrechen nur aus illegalem Waffenbesitz entstehen. Nach damaligem Recht war es zulässig, dass Waffen im familiären Umfeld zugänglich waren, sofern sie ordnungsgemäß aufbewahrt wurden. Rückblickend zeigte sich jedoch, dass die Kontrollmechanismen unzureichend waren, um einen Missbrauch zuverlässig zu verhindern. Die Tat löste eine Debatte darüber aus, wer Zugang zu Waffen haben sollte und unter welchen Voraussetzungen. Die unmittelbare Reaktion der Gesellschaft war Schock, Trauer und Fassungslosigkeit. Eltern, Lehrkräfte und Schüler im ganzen Land fragten sich, ob so etwas auch an ihrer Schule möglich wäre.
Viele Schulen wurden vorsorglich geschlossen, die Polizeipräsenz erhöht und Sicherheitskonzepte überprüft. Das Gefühl der Unverletzlichkeit war verloren. Gleichzeitig begann eine intensive mediale Auseinandersetzung. Nachrichten, Sondersendungen und Analysen dominierten die Berichterstattung. Der Täter, sein Name, sein Gesicht und seine Geschichte wurden vielfach wiederholt. Erst später setzte ein kritisches Umdenken ein. Wie viel Aufmerksamkeit darf einem Täter gegeben werden, ohne ungewollt Nachahmung zu fördern? Die Debatte zeigte, wie sensibel der Umgang mit solchen Taten in den Medien sein muss, um nicht zusätzliche Risiken zu schaffen. In den Jahren nach der Tat folgte eine umfassende gesellschaftliche Aufarbeitung. Politik, Bildungswesen und Sicherheitsbehörden zogen Konsequenzen. Die Waffengesetze wurden verschärft, insbesondere im Hinblick auf Aufbewahrung und Zugang. Schulen entwickelten Notfallpläne, führten Alarmübungen ein und setzten stärker auf Prävention statt reine Reaktion. Ein besonders wichtiger Aspekt war der Fokus auf psychische Gesundheit. Schulpsychologische Betreuung wurde ausgebaut, Lehrkräfte für Warnsignale sensibilisiert. Auffällige Verhaltensänderungen, soziale Isolation oder massive Rückzugstendenzen sollten nicht länger als bloße Pubertätsprobleme abgetan werden. Die Erkenntnis, dass Amokläufe keine spontanen Ausbrüche sind, sondern das Ergebnis langer innerer Prozesse, führte zu einem grundlegenden Umdenken im Umgang mit Krisensituationen an Schulen. Der Name Robert Steinhäuser steht heute nicht nur für eine Tat, sondern für eine Mahnung. Eine Mahnung, genauer hinzusehen, zuzuhören und frühzeitig Hilfe anzubieten. Die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, Scheitern nicht zu stigmatisieren. Bildungssysteme müssen Wege eröffnen, nicht nur bewerten. Gesellschaften müssen Räume schaffen, in denen Menschen nach Brüchen wieder Anschluss finden können. Gewalt entsteht dort, wo Menschen das Gefühl haben, nichts mehr zu verlieren. Der Amoklauf von Erfurt bleibt ein dunkles Kapitel. Doch entscheidend ist, welche Lehren wir daraus ziehen und ob wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Als Institutionen, als Gemeinschaft, als Einzelne. Nur wenn wir verstehen, wie solche Taten entstehen, können wir verhindern, dass sie sich wiederholen.